herzlich willkommen zu Nobis Kochstunde. Und wir machen heute mal wieder eine deftige Mahlzeit. Und wie ihr seht, es handelt sich um Paprikas. Jawohl, wir machen ein leckeres Paprika-Rahmschnitzel mit einer Paprika-Cremesoße. Super lecker. Aber wir möchten die Paprikas ohne Haut haben. Also deswegen geben wir jetzt die Paprikas in den Ofen für 25 Minuten bei 200 Grad Oberhitze. Und danach können wir sie dann rausholen und besser schälen. Aber zuerst werden wir sie ein bisschen abkühlen lassen. Währenddessen können wir ja schon mal die Putenschnitzel vorbereiten. Dann nehmen wir 3 Stück, klopfen die trocken und salzen sie ein. Als Salz verwende ich meistens grobes Meeressalz. Nur so mal als Information. Aber natürlich brauchen wir auch noch weitere Zutaten. Also, wir nehmen eine Zwiebel und schneiden die in Ringe. Weiter noch eine Knoblauchzehe und dann nachher nochmal eine Zwiebel und die schneiden wir in feine Würfel. Der Knoblauch und die feinen Zwiebelnwürfel, die geben wir nachher in die Sauce. Und die Zwiebel, die wir in Scheiben geschnitten haben, die verwenden wir nachher noch separat. Dann ist es jetzt auch soweit. Die Paprikas im Ofen sind fertig und wir können sie herausholen und schälen. So richtig viel Spaß macht dieses Schälen ja nicht. Vielleicht weiß einer eine Methode, wie es besser geht. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr die mir mitteilen könntet. Das wäre super. Anschließend schneiden wir die Paprikas in grobe Stücke. Denn nachher kommt ein großer Teil in die Pfanne mit den Zwiebelwürfeln. Aber zuerst braten wir erstmal die Putenschnitzel, die wir in die Hälfte geschnitten haben, beidseitig an. Und nachdem wir die erste Hälfte angebraten haben, braten wir natürlich die zweite Hälfte an und würzen das Ganze mit Pfeffer. Wir braten so alle Putenschnitzel an und legen sie beiseite, weil wir machen nachher mit dieser Pfanne weiter, indem wir Öl hineingeben und dort die Zwiebeln anschwitzen. Wer möchte, kann hier natürlich auch Kokosöl verwenden. Spricht gar nichts dagegen. Nach einer kurzen Zeit des Zwiebelanbratens geben wir Puderzucker in die Pfanne. Dafür räumen wir eine kleine Fläche frei in der Pfanne und karamellisieren dort den Puderzucker. Aber vorher würzen wir schon mal etwas mit Salz. Haben dann die Zwiebeln auch eine schöne Farbe angenommen
und der Puderzucker wurde karamellisiert, geben wir die Paprikastücke in die Pfanne hinein. Aber nicht alle, wie schon gesagt, wir lassen etwas übrig für später. Wir dürfen natürlich auch den Knoblauch nicht vergessen, der ist ganz wichtig. Und gleich danach können wir nochmal salzen. Gut, bevor wir jetzt das Ganze mit Rotwein ablöschen, geben wir jetzt nochmal kurz Zitronenschalenabbrieb mit hinzu. Da können wir eine halbe Zitrone verwenden oder gleich eine ganze, wie ihr wollt. Zum Ablöschen nehmen wir einen Rotwein, den wir auch trinken würden. Da nehmen wir 100 Milliliter. Der Rotwein wird natürlich verkocht, bis nichts mehr da ist, und dann füllen wir mit Brühe auf. Wir lassen nun die Sauce für 10 Minuten lang köcheln. Parallel dazu können wir schon mal die Zwiebelringe anbraten und wenn die einigermaßen angeschmort sind, noch die restlichen Paprikastücke hinzugeben. Zum Anbraten verwende ich ja jetzt Butterschmalz, aber wie vorher schon gesagt, man kann auch Kokosöl verwenden. Wir geben dann den Inhalt der großen Pfanne in einen Pürierbecher und pürieren das Ganze kurz durch. Es muss nicht ganz fein sein, sondern es kann auch grobe Stücke enthalten bleiben. Aber bevor wir das machen, geben wir die restlichen Paprikastücke in die zweite Pfanne, würzen noch mit Salz und Pfeffer und lassen das Ganze vor sich hin schmoren. Hast du eine gefunden? Eigentlich sieht die doch gut. Die pürierte Soße geben wir dann in die große Pfanne wieder zurück und erhitzen sie leicht. Weil jetzt kommen auch die Schnitzel in die Soße wieder zurück und wir lassen sie in der Soße noch eine kurze Zeit durchziehen. Bevor wir die Schnitzel wieder in die Soße zurückgeben, geben wir noch Sahne in die Soße und etwas Butter. Denn wir wollen ja Paprika-Rahmschnitzel haben. Die Butter sorgt dafür, dass die Soße noch schön fein wird und noch cremiger. Somit wird dann die Soße fertig und die Paprika mit den Zwiebeln, die müssten auch schon fertig sein. Dann können wir jetzt eigentlich das Ganze auftischen. Als Beilage gab es auch noch Rosmarinkartoffeln. Wer das Rezept haben möchte, rechts oben in der Infokarte ist der Link aufgeführt. Gut, beim Anrichten gehen wir folgendermaßen vor. Wir geben die Schnitzel auf den Teller, geben das Paprika-Zwiebelgemüse oben drauf, die Kartoffeln folgen rechts daneben und auch die Sauce kommt natürlich auch auf den Teller. Bei diesem Gericht begeistert mich vor allem diese cremige Sauce. Auch könnt ihr die Schnitzel austauschen gegen ein Schweine- oder Kalbschnitzel, je nachdem wie ihr es möchtet. Okay, es wäre richtig schön, wenn ihr mal das Gericht nachkochen würdet und mir berichtet, wie es geworden ist. Weiter würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.